Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video. Heute tue ich mal ein bisschen vloggen. Wir haben einen Auftrag gemacht, einen Fotografieauftrag für ein Hotel in Donauskirchen, Nähe Eisenstadt im Burgenland. Im Burgenland. Wahnsinnig schön, geile Aussicht. Am Seewinkel. Am Seewinkel, man sieht den See am Horizont, ist ein bisschen weiter weg, aber die Straße heißt halt so, kann man nichts dafür, kann man nichts machen. Ja. Nicht auf den Bildschirm schauen. Nicht auf den Bildschirm schauen, ja, ist ziemlich schwer. Ich habe jetzt lange nicht mehr gefloggt. Hi, so. Grüß euch. Bin auch wieder da. Das ist der Christoph, ja. Ja, aber was haben wir denn gemacht? Ich erzähle mal kurz, mit was ich so durch den ganzen Tag gekommen bin. Also im Prinzip habe ich alles mit der Canon EOS R geschossen und dem 16 bis 35 mm Weitwinkelobjektiv bin ich eigentlich den ganzen Tag durchgekommen, weil das einfach irgendwie ein bisschen mein Stil ist. Vor allem für Hotelzimmer fotografieren braucht man sowieso einen Weitwinkel und die Detailaufnahmen, da tut man einfach auf 35 mm ranzoomen und die Sache hat sich auch, ich hätte mit 50 mm auch fotografieren können, aber das ist nicht dasselbe. Wir haben den ganzen Tag geshootet, das heißt von 10 in der Früh weg. Bis jetzt ist es 6 am Abend. Oder von 10:20 Uhr weg, weil der Herr ist ein bisschen spät gekommen. Die wichtigen Leute auf die wichtigen Leute wird gewartet. Jetzt ist halt natürlich die Sache, wie hat es dir generell gefallen? Was hast du für einen Eindruck? Ganz ehrlich jetzt? Also es hört keiner zu. Der Start war ziemlich holprig. Ja, es war ein bisschen unorganisiert. Wir haben keine Timeline gehabt. Wir haben nicht ganz genau gewusst, was jetzt geshootet werden soll und mit welchem Aufwand. Aber wir haben uns da dann von Szenario zu Szenario im Prinzip durchgearbeitet und haben das ganze Hotel sozusagen durchgeshootet. Ja, also Frühstück. Immer mit ein bisschen Essen, gell? Immer essen und immer trinken. Ich war so fett, das ist unglaublich. Frühstück haben wir mehrmals gemacht, ja. mehrmals geshootet. Auf der Terrasse, schöne Terrasse. Auf der Terrasse, genau. Dann eine schöne Tischdecke haben wir gehabt, wir machen eine kleine Seminarraumfotografie gemacht. Da konnte ich mal wieder so ein bisschen vortragen. Da müssen wir noch schauen, wie es wird, aber ich glaube gar nicht so schlecht. Ja. Und jetzt weiß ich, warum das Bild so ruhig ist, weil ich habe eine super tolle Anti-Verwacklungssache drin, schaut das an? Ja, also ein bisschen hier so Tremor, ne? Genau, aber es ist trotzdem gerade. Es ist unglaublich. Du sollst nie den Bildschirm schauen. Ja, ich schaue gerade auf den Bildschirm, es ist total gerade, aber deswegen muss ich ein bisschen weiter weghalten, weil der Zoom natürlich extrem drin ist. Ja, wir haben dann nach dem Frühstück haben wir gemacht. Mittagessen? Das war direkt nach dem Frühstück? Ja. Nach dem Frühstück haben wir Mittagessen gemacht. Bisschen rustikal, aber auch sehr gut. Das hat gegeben Schnitzel und Wildragout mit Semiknödelscheiben, also ja. Servettenknödel. Genau. Es hat dann wahnsinnig gut gerochen. Also wir hätten am liebsten gern was gegessen, aber wir mussten ja posieren und fotografieren. Die Challenge war, aus einem etwas dunklen Raum raus zu fotografieren in die Weite, wo es ein bisschen heller war. Für so einen Zweck gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Entweder baut ihr ein fixes Lichtset auf oder ihr nehmt einfach einen Studioblitz mit oder tut einen externen Blitz auf eurer Kamera drauf, damit einfach vorne auch die Models beleuchtet werden und die Szenerie beleuchtet wird. Alex, wie hast du es gelöst? Ich habe es mit einem Aufsteckblitz, mit einem externen verwendet, weil die Canon EOS R hat keinen Blitz und interne Blitze verwendet man sowieso nicht. Aber ich hätte auch meinen mobilen LED-Panels mitgehabt und das war mir dann doch zu viel. Und ja, es war dann im Prinzip auch nicht notwendig, weil wirklich nur dieser eine Tisch ja, genau. und 2 Models das hat eigentlich ganz gut müssen. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ja. Und dann nach dem Mittagessen haben wir. Was war das? Lederhose und Dirndl. Genau, ja, dann haben wir nochmal Mittagessen mit der Lederhose und Dirndl gemacht. Dann Weinverkostung. Dann haben wir Weinverkostung, die war cool. Also ich glaube schon. Mitten im Hotel haben die sozusagen auf derselben Ebene, also man kann nicht Weinkeller sagen, weil es ja nicht nach unten geht, aber sie haben einen Weinstübel gehabt. Es war eine absolut andere Temperatur, ja, viel kühler. Aber es war sehr nett und ich wirklich, also es hat sehr nach Wein gerochen und es war auch... War genau das Ambiente, also wenn man sagt, ich will in einen Weinkeller hineingehen, genauso hat es ausgeschaut. Ja. Einfach leiwand. Aber jetzt nicht wirklich in den Keller drin, sondern einfach bei dem Hotel dabei und ich finde das wirklich cool, dass die sowas haben. Ja. Die Temperatur hat passt, die Auswahl an Weine hat passt und fürs Fotografieren war es auch ganz cool. In dem Fall natürlich auch wieder mit dem Weitwinkel, weil da kann man schöne Sachen einfangen und für ein paar Gruppenporträt-Shots, also jetzt ab der Hüfte aufwärts zum Beispiel, geht man dann ein paar Meter zurück und nimmt einfach die 35 mm perfekt. 50 mm wären sich da eh nicht ausgegangen. Nach dem Weinkeller-Ding haben wir gemacht die Zimmershootings. Das ist relativ einfach. Weitwinkel in die Ecke von einem Zimmer stellen, schauen, dass die Beleuchtung passt vom Zimmer. Mit so einem kleinen Blitz kann man Zimmer eh nicht gut ausleuchten, dass es schön ausschaut. Das heißt, schauen, dass das natürliche Licht sehr gut funktioniert. Ansonsten hätten wir halt Lightpanels aufgestellt. Aber es ist im Prinzip war ganz nett.
Die Challenge war ein bisschen das Bad zu fotografieren, weil der Spiegel genau bei der Tür ist und das Bad nicht sehr groß, aber sehr sauber dafür. Aber das haben wir auch in den Griff gekriegt, indem man einfach mit der Kamera etwas tiefer geht, unterhalb vom Spiegel und dann ein Stückchen rauf fotografiert. Auch sehr toll. Ja. Dann haben wir gehabt. Dann war unsere Überlegung, beziehungsweise einfach unser Problem, wie gehen wir jetzt mit 2 Models um, die dieses Zimmer bewohnen. Und das war dann im Prinzip eines im Bett gelegen und die zweite Darstellerin ist dann sozusagen ins Bett hinzugestiegen. Oder du bist auf der Couch gesessen, hast das gelesen und Genau. sie ist im Bett, am Bettrand gesessen. Genau. Und das waren die Szenerien, damit die Zimmer ein bisschen befüllter sind Und belebter werden. und belebter. Danach haben wir eine Szene gehabt fürs Einchecken an der Rezeption. Stimmt, genau. Das hat so ein bisschen Flughafen-Style gehabt, weil die Alex hat dann von unten nach oben fotografiert. Auch sehr, sehr gut mit Also mir hat das Foto sehr gut gefallen. Auch sehr Ja. gut mit Weitwinkel, genau. Nachdem du dann mit dem Kopf wieder runtergeschaut hast. Also nicht unbedingt immer raufschauen, das schaut dann ein bisschen überheblich aus. Ja, Sondern wenn man ich muss einfach nur das gerade fixieren, fokussiert ja. runterschaut und mit Weitwinkel und viel Boden aufnimmt, das schaut schon richtig geil aus und wenn es bearbeitet wird, sicher noch viel geiler. Dann haben wir 1, 2 Shots von beiden Richtungen von der Rezeption, einmal hinter den Models und einmal von vorne den Models. So dieses Kartenübergeben war das dann im Prinzip. Genau, das war auch ganz nett. Dann haben wir noch im Partybereich, also in der Lobby, haben wir auch Fotos gemacht. Da war ein Aperitif. Was war das nochmal? Irgend so ein Traubensaft. Ja, War auch sehr, sehr lecker, die war zu süß, gell? Mir war das süß, ja. Ja, aber dem weiblichen Model, der Julia, hat das eigentlich ganz gut geschmeckt. Die hat das Runtergeklärt, nachdem ich gesagt habe, so, wir müssen weiter. Weg war er. Weg war er. Zack, Danach sind wir noch gegangen für ein... ja, das Buffet-Shooting. Wir haben nachher noch ein Bar-Shooting gehabt, auch mit einem Orangensaft und vor. vor. Okay, also wir haben nachher noch ein kleines Shooting gehabt vor einem simulierten Abendessen, auch in derselben Kleidung wie beim Einchecken und die Challenge war da, dass wir sehr starkes Licht von der Seite gehabt haben. Also wirklich so in diesem Café-Bereich ist einfach die tiefstehende Sonne, die jetzt einfach dann schon untergegangen ist am Nachmittag, genau reingeleuchtet hat. Also Wie hast du das gelöst? Genau, gelöst haben wir es mit den Lichtformer, das heißt, das ist einfach so ein Teil, was man ausfalten kann und was so ein bisschen halbtransparent ist und da kann man das Licht schön abdunkeln und da habe ich einfach den Auftraggeber gebeten, kurz mal den Lichtformer zu halten. Dadurch war das direkte Sonnenlicht einfach weg und ein bisschen softer und wir konnten echt gute Szenen fotografieren. Das haben wir da gemacht, dann haben wir noch das Abendessen in einfacher Ausführung, also Abendessen eigentlich, wir haben gesagt, wir wollen nicht überall Essen fotografieren, sondern wir haben dann einfach eine Art auch diese Weinpräsentation. Die Weinpräsentation steht dann fotografiert. Wein und der wird dann halt genau. vorgestellt, ist der in Ordnung, Probekosten und dann Wein einschenken. In Abendkleidung, das heißt auch ganz nett. Und jetzt ist es kurz nach 6 Uhr am Abend, also eigentlich schon kurz vor 6:30 am Abend. Jetzt sind wir schon den ganzen Tag da. Der Christoph fährt jetzt dann schon heim. Ich muss jetzt noch warten, bis die Sonne weiter umgegangen ist, weil ich soll noch eine Außenaufnahme vom Hotel machen, wenn die Sonne weg ist und die Scheinwerfer, das Hotel beleuchten. Ansonsten haben wir eigentlich ziemlich viele Fotos gemacht. Also ich glaube 450 Fotos sind es. Von denen 450 Fotos erwarte ich mir eigentlich mindestens 50 Superfotos, die alle dann noch einzeln bearbeitet werden. Und ich glaube, das kriegen wir hin. Wir haben die Räume. Der Auftraggeber wird dann so 15. Ja, ich weiß nicht, der darf alle natürlich auf seiner Homepage und für Flyer und alles mögliche verwenden. Dazu muss ich natürlich im Vertrag ein bisschen was ändern, weil ich kann natürlich mein Logo nicht draufgeben oder auch meine Fotografie-Signatur, die sich ein bisschen von meinem neuen Logo unterscheidet, kann ich ja nicht auf die Fotos drauf tun, ist für Marketing-Zwecken einfach nicht zu verwenden. Und ich kann ihm auch nicht dazu zwingen, dass er unter jedes Bild, was in einen Flyer postet, mein Copyright drauf tut. Das heißt, wir haben sie einfach vereinbart, vertraglich, dass er meine Credits für die Fotos einfach auf der Homepage irgendwo, im Impressum oder was auch immer festhält. Ist auch ganz okay. Aber ich habe auch die Möglichkeit, die Fotos in mein Repertoire aufzunehmen. Auch der Christoph darf die Fotos in seinem Portfolio aufnehmen. Wir werden die auch auf Facebook posten und Instagram. Also es sind dann ein paar lustige Fotos entstanden, die Aber- Outtakes. Genau, also die Outtakes posten wir vielleicht sowieso, aber die professionellen Fotos können wir natürlich zu Marketingzwecken auch für uns und für das Hotel verwenden. Und was das für Fotos sind, da schaut einfach auf unsere beiden Instagram-Kanäle. Deiner heißt christoph.says Ja. und meine ist Kan Alexandra. Und das sind unsere Instagram-Kanäle. Es war sehr nett auf jeden Fall. Es hat ein bisschen lang gedauert und das Nachbearbeiten wird jetzt auch noch eine Weile dauern, aber ich habe mir gedacht, nachdem wir jetzt so schön die Sonne im Hintergrund gehabt haben oder wir einfach den Tag erledigt haben und ich ein bisschen vloggen möchte, euch ein bisschen teilhaben möchte auch an dem, nicht nur
Tipps und Tricks zum Fotografieren und Filmen, sondern auch einfach ein bisschen Erfahrung mitteilen. Also, dass ihr zum Beispiel auch mit einem Weitwinkelobjektiv einfach extrem viel machen könnt. Ihr braucht nicht immer ein 50 mm oder eine Porträtlinse, eine 85 mm, braucht nicht immer. Es kommt immer auf den Zweck, was ihr macht. Und ihr schafft mit jeder Linse eigentlich alles, außer dass ihr mit einer Porträtlinse keine Weitwinkelaufnahme machen könnt. Umgekehrt allerdings schon, sofern die Krümmung nicht so stark ist, also wenn sie ein bisschen zoomt. Sehr viel Fachjargon, sagt ihr wahrscheinlich nicht sehr viel. Das ist eine große Linse. Na, große Linse. Und das ist der Bildschirm daneben, okay. Genau, das ist eine große Linse, das ist eine super teure Kamera und mit der kann man natürlich viel machen. Ja, noch ein kleiner Tipp am Rande, wenn Sie wirklich tatsächlich Produktfotografie oder für Marketingzwecken Fotografie machen wollt, ist natürlich eine APS-C auch gut, aber mit einer Vollformat habt ihr natürlich eine viel bessere Auflösung und noch mehr Möglichkeiten, wenn es ums Low-Licht geht. Also würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wollt ihr beruflich in dem Feld aktiv werden, kauft euch eine Vollformat-Kamera. Eine Canon EOS R ist spitze, auch fürs Filmen. Eine Sony A7, eine Sony A7R Mark IV ist super. Die Panasonic S1H, die rausgekommen ist auch genial. Und das sind alles Vollformatkameras, mit denen kann man echt viel machen und auch natürlich Fotos schießen. Das war's mal wieder. Wenn Sie noch Fragen habt zur Fotografie von Hotels oder wenn ihr Erfahrungen noch weiter wissen wollt oder wissen wollt, wie habe ich jetzt das Licht bei gewissen Hotelszenarien hingekriegt, ich werde sicher diese Fotos auch auf meinem Instagram posten, nicht vielleicht alle, aber ein Beispielfoto, schaut euch die einfach an, geht durch meine Fotos durch, wenn ihr Fragen habt zu meinen Bildern, dann schreibt es mir in den Kommentaren und ansonsten sehen wir uns, bevor ich das sage, vergesst dann meinen Kanal zu abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Sehr gut. Ciao. Ciao, Baba.